Moin Moin meine Freunde des selbsterzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's Erik von selfmadestrom.de und ich möchte euch heute ein bisschen was über die AC300 plus B300 Kombination erzählen. Ja, zuerst gleich, warum eigentlich Teil 1 und Teil 2 eines Videos. Danach möchte ich euch direkt am Live-Objekt ein paar technische Eckdaten erläutern. Welche Ausgänge gibt es? Was können diese Ausgänge? Ich versuche euch das Ganze so leicht wie möglich zu präsentieren. Danach machen wir einen kleinen Ausflug in die Bluetti App. Wie richte ich die AC300 dort ein? Was kann ich in der Bluetti App tun? Anschließend ein paar Einsatzgebiete der AC300. Danach Alternativen, ähnliche Produkte. Was gibt es für Alternativen zur AC300, B300? Gibt es ähnliche Produkte? Wie performen ähnliche Produkte im Vergleich etc.? Und zum Schluss möchte ich euch nochmal die allerwichtigsten Daten der AC300, B300 Kombination zusammenfassen. Ja, fangen wir doch gleich mal an. Warum splitte ich dieses Topic eigentlich in Video 1 und Video 2? Also wieso gibt es zwei Teile? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich möchte den ersten Teil etwas allgemeiner halten für die Leute, die sich einfach über die AC300, B300 Kombination grundsätzlich erstmal informieren möchten. Und der Teil 2 ist dann für die etwas eingefleischteren Bluetti oder Powerstation Fans. Also da gehen wir ein bisschen ins Technische. Ja, was für Solarpanels kann ich da verbinden? Welche Kombination gibt es? Wie verbinde ich die AC300 mit den B300 Akkus etc. etc. Also es geht etwas für die erweiterten Benutzer, nenne ich es mal. Und genau, deswegen wollte ich die beiden Teile einfach etwas splitten. Wenn euch die Grundinformationen zur AC300 interessieren, dann bleibt jetzt gerne dran, denn wir schwenken einmal rüber in mein Gartenhaus zu der AC300. Ja, moin meine Freunde, wir haben es dann ins Gartenhaus geschafft und ja, hier steht sie in seiner ganzen Pracht. Hier oben das dicke Ding, die AC300 und da unten die beiden verbundenen B300 Akkus. Alles verbunden über die dicke Kabellage. Dazu aber im zweiten Teil mehr. Wir wollen uns jetzt erstmal über die Ein- und Ausgänge bzw. primär um die Ausgänge der AC300 kümmern. Da hätten wir einmal hier auf der Seite den 12 Volt 30 Ampere Stecker. Wenn wir uns den einmal anschauen, sieht man, das ist dieser Aviation Plug, also in der Mitte mit diesen zwei Löchern. 30 Ampere, schon ganz heftig. Auf der rechten Seite finde ich auch interessant, mal was anderes außer 12 Volt Ausgänge. Haben wir hier einen 24 Volt Ausgang mit 10 Ampere im Zigarettenanzünder-Design, also so eine Hülse. Hier auf der rechten Seite haben wir ein paar USB-Anschlüsse. Da haben wir einmal USB-C mit 100 Watt. Also da kann man wirklich einiges mit betreiben. Gerade auch mein Gaming-Laptop finde ich sehr cool. Darunter haben wir zwei USB-A-Anschlüsse mit jeweils 18 Watt. Also das sind Quick-Charge-Ports. Und rechts daneben zwei USB-A-Anschlüsse mit 5 Volt 3 Ampere, also 15 Watt. Immer noch schnell genug. Ja, darunter haben wir das Herzstück, den AC-Wechselrichter mit insgesamt 3000 Watt. Wir haben hier 6 Steckdosen, welche unter einer Silikonklappe versteckt sind. Ganz nett. Und ja, leistet gut seine Arbeit. Ich habe es jetzt schon ein bisschen länger ausprobiert. Ist wirklich cool. Auch im Gegensatz zu meiner EP500 Pro, die ja nur 3 AC-Ausgänge hat, habe ich tatsächlich schon alle 6 einmal belegt. Also wirklich super Sache. Dann können wir nochmal eine Etage tiefer. Und zwar haben wir hier noch die B300 Akkus. Die haben auch noch einzelne Ausgänge, die man separat von der AC300 verwenden könnte. Hier haben wir einen 12 Volt 10 Ampere Zigarettenanzünderausgang. Und hier nochmal jeweils zweimal USB. Einmal USB-C mit 100 Watt und einmal USB-A wieder mit 18 Watt.
Genau, damit ihr das nächste Kapitel gleich, Einführung in die Bluetti App, machen könnt, noch einmal kurz gezeigt, wie ihr hier das WLAN einschaltet. Ihr geht hier unter Einstellungen, dann einmal, zweimal auf Weiter und dann seht ihr hier unter WLAN einschalten. Ja, das solltet ihr einmal drücken, damit ihr das Einrichten gleich in der Bluetti App etwas leichter habt. Wenn ihr euch den Akkustatus angucken wollt, wir haben hier, seht ihr ja, der B300 Akku hat hier so LEDs in 20% Schitten. Ja, ist natürlich relativ ungenau. Dann können wir das Ganze hier auf der AC300 uns auch anschauen. Und zwar einfach auf die Mitte klicken. Und dann sehen wir SoC von der ersten und SoC von der zweiten Batterie. Das nochmal kurz für euch. Und jetzt viel Spaß beim Einführung in die Bluetti App. Ja, meine Freunde, ich nochmal aus dem Gartenhaus. Ich habe euch natürlich was vorenthalten, was ich noch gerne hinzufügen möchte. Und zwar haben wir hier ja auch noch die Inputs. Zwar haben wir hier hinter dieser Einklappe, wenn wir sie dann abdrehen, zack, haben wir hier einmal den AC-Stecker, einen relativ dicken. Komisch eigentlich, dass der übrigens keine Klappe hat, so wie die hier zum Festhalten. Dann auf der mittleren Seite haben wir den MPPT. Sehen wir auch, haben wir hier einen DC-Input von 12 bis 150 Volt, maximal 12 Ampere. Das ist ein Dual-MPPT, also wir haben ja zwei MPPTs. Da haben wir dann ein Kabel, was so gesplittet ist. Das seht ihr hier unten mal verbaut. Haben wir also zwei Paare jeweils. An einem der Paare habe ich jetzt schon ein Solarpanel angeschlossen. Hier wäre noch Platz für was anderes. Das kommt dann einfach hier rein. Und hier unten haben wir noch einen Stecker für ein Communication Interface. Bei der 120 Volt Variante gibt es nämlich die Möglichkeit, mehrere von diesen AC300 zusammenzuschalten. Die 230 Volt Variante kann das aber leider nicht. Da ist der Port hier mehr oder weniger nutzlos. Das wollte ich nochmal schnell hinzufügen. Jetzt viel Spaß mit dem App-Tutorial. So, zurück aus dem Gartenhaus möchte ich euch jetzt einmal die Bluetti App zeigen. Und zwar, wenn wir die Bluetti App runtergeladen haben und sie einmal starten, dann sieht das Ganze so aus. Wir haben ja diesen weißen Bildschirm und dann haben wir diese tolle Startseite. Zum Hinzufügen müsst ihr auf dieses Scan-Symbol drücken. Der hat einen QR-Code auf der AC300 oder der Bedienungsanleitung, den ihr einscannen könnt, um die Einheit hier in die App hinzuzufügen. Dann sieht das Ganze so aus und ihr könnt dann mit einem Klick auf diesen 3 Punkten entweder über WLAN bzw. Internet oder Bluetooth auf diese AC300 zugreifen. In meinem Fall werde ich es jetzt einmal über Bluetooth zeigen. Dann habt ihr oben links eine Anzeige, wie viel PV-Input ihr gerade habt. Rechts daneben, wie viel ihr aus dem Stromnetz bezieht. Unten links, was eure DC-Ausgänge gerade haben. Und rechts daneben, was euer AC-Wechselrichter an Ausgang habt. In der Mitte die Batteriekapazität. Wenn wir unten mal auf Akku-Pack klicken, könnt ihr euch die verschiedenen Stände der einzelnen Batteriepacks anzeigen lassen. Auch unter anderem, ob die Batterie gerade geladen, entladen oder im Standby-Modus ist. Und hättet ihr jetzt noch Batteriepack 3 und 4, würdet ihr das Ganze natürlich für diese beiden auch sehen. Genau, wenn wir oben rechts mal auf diese angedeutete Zahnrad klicken, können wir uns hier noch verschiedene Informationen zu unserer AC300 anzeigen lassen. Unter anderem das Handbuch. Ihr könnt das WLAN nochmal konfigurieren. Am interessantesten sind aber zum Beispiel der Arbeitsmodus und das Firmware-Upgrade. Wir schauen uns jetzt als erstes mal den Arbeitsmodus an. Standard-UPS heißt, ihr steckt eure AC300 in das Stromnetz, also per Schuko-Stecker, und ihr schließt einen Verbraucher an, fällt das Stromnetz weg, bleibt der Verbraucher trotzdem am Netz. Zeitsteuerung heißt, ihr könnt festlegen, wann geladen und entladen werden soll.
PV vorrangig heißt, dass eure AC300, B300 primär über PV-Energie aufgeladen wird, also bevorzugt vor Stromnetz. Und zuletzt hatten wir noch Benutzer definiert. Da können wir dann festlegen, unsere Parameter genau festlegen. Dann Thema Firmware-Upgrade geht over the air. Wir sehen hier zum Beispiel für meine B300 Akkupacks habe ich hier Prüfen, Aktualisieren. Das heißt, es sind eventuell Firmware-Updates verfügbar. Das Ganze geht auch für die AC300 über den gleichen Weg. Ich kann hier Ruhezeit des Bildschirms festlegen. Also ist mein Bildschirm permanent an oder soll der nach 30 Sekunden ohne Berühren ausgehen. Standards-Verbindungsmodus, also wenn ich auf die AC300 im Hauptmenü klicke, soll es immer über Internet oder über Bluetooth verbunden werden. Und im Tab über das Gerät kann ich mir noch so ein paar grundsätzliche Parameter anzeigen lassen über die AC300. Unter anderem war da ja Seriennummer, das ist manchmal zum Beispiel ganz wichtig für Support Cases. Also merkt euch auf jeden Fall diesen einen Button, der kann manchmal sehr nützlich sein. Okay. Thema Einsatzgebiete. Was haben wir für Einsatzgebiete mit der AC300, B300 Kombination? Das wäre zum einen für Autofans und Abenteurer. Und wir haben hier eine super zuverlässige Stromquelle, die auch für große Verbraucher geeignet ist, aufgrund des super großen 3000 Watt Wechselrichters. Für eine Einheit mit der Kapazität ist sie ja doch relativ portabel. Also wir können ja die AC300 getrennt von den B300 Akkus transportieren. Das macht es natürlich relativ einfach, das auch sinnvoll irgendwo zu verstauen und zu transportieren. Ja, und durch die Kapazität alleine schon mit einem B300 Akku, also 3 Kilowattstunden, haben wir eigentlich keine großen Einschränkungen zu befürchten oder eigentlich gar keine Einschränkungen, wenn man mal länger ohne Stromnetz unterwegs ist. Und man hat natürlich eine ganze Palette an Anschlüssen. Das heißt, wenn man mal sein Handy laden muss oder seine GoPro oder LED-Lampen betreiben möchte für sein Zelt etc. etc. Man hat wirklich jede Menge Möglichkeiten. Dann war wohl sehr beliebt Wohnmobil- und Wohnwagenbesitzer. Die AC300 B300 Kombination eignet sich super für den Einsatz in einem Wohnmobil oder einem Wohnwagen. Wie eben angesprochen schon, der Wechselrichter mit 3000 Watt hat eigentlich keine Schwierigkeiten, Kaffeemaschinen, Mikrowellen, Kühlschränke und was es noch alles so in einem Wohnmobil gibt, zeitgleich zu betreiben. Durch die Modularität hat man natürlich auch den Vorteil, dass man je nach Größe des Wohnmobils gucken kann, was passt in das Wohnmobil oder auch wie viel brauche ich. Das heißt, man kann die AC300 mit einem B300 Akku, mit 2, mit 3 oder auch 4 betreiben, je nachdem, wie man es braucht. Also man ist sehr flexibel und ja, letztendlich ermöglicht es dann ein komfortables und, wenn man möchte, auch sehr autarkes Reiseerlebnis. Man kann das Ganze natürlich auch mit Solarpanels auf dem Wohnmobil oder auf dem Wohnwagen kombinieren. Das hat sogar noch ein paar mehr Vorteile. Und zwar, alle Camper unter euch werden es wahrscheinlich wissen, der Landstrom auf so einem Campingplatz ist nicht gerade sehr billig. Und ja, wenn ihr ein paar Solarpanels auf dem Dach habt, in Kombination mit der AC300 B300, könnt ihr quasi die ganze Zeit über diese Kombination euren Strom beziehen und müsst dort halt nicht den teuren Landstrom benutzen. Oder für die Leute, die nicht so Fan von Campingplätzen sind und eher, sage ich mal, etwas freier stehen mögen, ist das natürlich auch eine super Alternative. Einfach unabhängig von irgendeinem Stromnetz zu sein. Okay. Dann Thema mobiles Arbeiten. Ist ja auch irgendwie inzwischen ziemlich beliebt. Ja, zum einen meine ich tatsächlich mobiles Arbeiten in dem Sinne von, ich arbeite, wo ich will. Also das spielt natürlich auch etwas, wenn man das Thema Wohnmobil natürlich wieder nimmt, wenn man natürlich nicht zu Hause arbeiten möchte, sondern in seinem Wohnmobil, also unterwegs arbeiten. Aber es geht auch da eher um
irgendwo zu arbeiten, wo man nicht unbedingt die Möglichkeit hat, auf ein Stromnetz zurückzugreifen. Zum Beispiel in einem Garten. Ne? Wenn man ein großes Grundstück hat, hat man an seinem Haus vielleicht noch 100 Meter danach, sagen wir mal, selbst wenn man einen halben Kilometer danach immer noch Stromleitungen liegen hat, ja, irgendwann hat man auf einem großen Grundstück seine Einschränkungen und da ist natürlich AC300, B300 eine super Kombination, auch für Gartengeräte. Ja, also ich benutze meine AC300 gerne, um dort Gartengeräte anzuschließen, Heckenschere, Rasenmäher etc., was es da so einfällt. Und ja, ist eine super Lösung dafür. Ja, was gibt es für Alternativen? Alternative Produkte. Wir haben zum einen die AC500. Das ist eine verbesserte AC300, also auf der gleichen Basis. Die AC500 hat so ein paar Vorteile gegenüber der ursprünglichen AC300. Zum einen hat sie statt die 3000 Watt Dauerleistung 5000 Watt Dauerleistung am Wechselrichter, aufgeteilt auf 6 Steckdosen, also das bleibt tatsächlich gleich. Die AC500 hat einen etwas sparsameren Selbstverbrauch und auch der Wechselrichter bzw. die ganze Elektronik der Powerstation ist etwas sparsamer als bei der AC300. Wir haben 2400 Watt Solareingang bei der AC300, bei der AC500 haben wir 3000 Watt und damit man den stärkeren Wechselrichter natürlich auch ausnutzen kann, hat die AC500 auch Support für 6 B300 Batterien, die AC300 nur für 4. Was man aber ganz klar sehen muss, ist, dass die AC500 ein ganzes Stück teurer ist als die AC500. Sprich, wenn man gar nicht unbedingt die 5000 Watt Wechselrichter braucht, sondern auch 3000 Watt für völlig ausreichend hält. Und wenn man auch nicht den riesen Solarpark hat, um die 2400 Watt auszuschöpfen, beziehungsweise die 3000 Watt auszuschöpfen, dann könnte man sich wirklich scharf überlegen, ob die AC500 für das Mehrgeld sich lohnt. Ist natürlich aber auch immer eine Abschätzung. Das Einzige, was wirklich interessant ist, ist natürlich Batteriesupport von 4 auf 6 Batterien. Also eine Batterie 3 kW, das heißt, man kann mal eben 6 kW mehr Speicher installieren. Das könnte natürlich für den einen oder anderen schon mal recht interessant werden. Aber wir haben noch eine zweite Alternative. Und zwar der EP500 Pro. Der weist tatsächlich ähnliche Leistungsdaten wie die AC300 auf. Also wir haben auch 2400 Watt Solareingang, auch 3000 Watt AC-Ausgang. Der EP500 Pro ist vielleicht etwas portabler, da er auf Rollen steht. Also die AC300 B300 Kombination hat natürlich keine Rollen, ist aber, wenn man es gestaffelt transportiert, etwas einfacher. Also je nachdem, wie man die Powerstation transportieren möchte, ob im ganzen Stück oder modular, ist das eine oder das andere etwas einfacher zu transportieren. Nachteil bei der EP500 ist ganz klar, dass sie nicht modular ist. Das heißt, man hat fest eingebauten 5 kW Akku und den kann man auch nur sehr begrenzt, sage ich mal, künstlich erweitern. Also man hat bei der EP500 Pro tatsächlich die Möglichkeit, 2 B300 Akku temporär anzuschließen. Das verhält sich dann so wie ein Solarpanel, ist aber nicht ganz optimal. Also man kann weder den B300 Akku steuern, keine Firmware-Updates machen, man kann den Batteriestand nicht sehen. Also der ist dann nicht in der Bluetti App integriert, wie mit der AC300. Es ist wirklich ein stumpfer Strominput für die EP500. Also möglich, aber nicht optimal. Dann der EP500 Pro fehlen so ein paar Extras, wie zum Beispiel den 30 Ampere 12 Volt Ausgang. Und ja, wie wir ganz offensichtlich sehen, haben wir hier nur 3 AC-Ausgänge statt der 6 bei der AC300.
mag vielleicht für den einen oder anderen auch ein Gamebreaker sein. Preislich liegen die beiden Einheiten in einem ähnlichen Niveau. Also eine AC300 mit B300 Akku und ein EP500 Pro liegen preislich, sage ich mal, in einer ähnlichen Liga. Je nachdem, wo man das Ganze natürlich kauft. Ja, und zum Schluss noch einmal die wichtigsten Daten zusammengefasst. Also wir haben einen 3000 Watt Wechselrichter, der für nahezu alle Geräte geeignet ist. Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kühlschränke, alles was man so braucht. Wir haben eine große Auswahl an DC-Schnittstellen, sprich diverse USB-Anschlüsse. Wir haben Wireless Charging Pads und die genannten High-Ampere-Ausgänge. Dann AC300 ist modular erweiterbar. Man kann einen B300 Akku haben und kann das Ganze bis zu 4 B300 Akkus erweitern. Und dementsprechend ist man, was Platz und Kapazität angeht, ja doch recht flexibel. Wir haben Over-the-Air Firmware-Updates über die Blue Yeti App. Sprich, habt ihr mal ein Problem mit eurer AC300, B300, können diese ganzen über Firmware-Updates behoben werden, direkt von zu Hause aus, also es muss kein Techniker etc. kommen. Dann habt ihr natürlich noch App-Monitoring über die Blue Yeti App. Das Ganze funktioniert entweder über Bluetooth oder über Internet, wenn ihr eure AC300 mit WLAN verbindet. Und ihr habt für kritische Geräte ein 24/7-Betrieb. Das heißt, wenn ihr eure AC300 über das Stromnetz anschließt und euer Gerät an die AC300, das Stromnetz fällt mal aus, wird dieses Gerät trotzdem weiter betrieben. Ja, das wäre es soweit von dem ersten Teil des Videos. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne ein Like geben und wenn ihr Fragen dazu habt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne noch am Teil 2 vorbei. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.